Guten Morgen und willkommen zum heutigen Video. Ja, er ist wieder da. Neo ist back. Und zwar Neo 2, denn mein erster wurde ja nach meinem Unfall leider doch ein Totalschaden und ich musste mir einen neuen bestellen. Hatte aber Glück, dass jetzt der BMW relativ schnell lieferbar war. Ich gehe auch gleich mal so ein bisschen darauf ein, warum jetzt doch wieder der BMW und nicht ein anderer. Ich hatte ja so eine Umfrage gemacht, was ihr gerne sehen würdet. Und da waren halt viele unterschiedliche Scooter dabei, von T-Max, Suzuki Burgman, natürlich der Honda XADV, also verschiedene Modelle. Ich will natürlich im Scooter-Segment bleiben, weil ich mag das. Ich bin zwar auch Motorradfahrer, aber bin auch ein totaler Fan von Rollern und von der Bequemlichkeit und vom Komfort, den so ein Roller bietet, auch bei längeren Touren. Ihr werdet natürlich jetzt fragen, warum wieder der BMW C400 GT. Relativ einfach, den letzten habe ich ja nicht lange gehabt. Ich bin nur 3600 Kilometer gefahren, dann hat mich der Unfall in Frankreich ereilt. Und von daher habe ich ja noch ein paar Kilometer zu fahren, um den erstmal richtig zu genießen. Ich hatte auch nichts groß, was mich gestört hat. Also der Komfort war toll, auf der langen Reise nach England war alles super. Ich hatte da nichts auszusetzen. Und von daher dachte ich mir, ich hole mir den jetzt nochmal. Das ist also jetzt der Hauptgrund, warum es wieder der BMW geworden ist. Ein anderer ist natürlich, ich hatte noch einen anderen Favoriten, das war der Honda XADV 750, der meiner Meinung nach, glaube ich, auch ein sehr guter Tourenroller ist mit tollem Fahrkomfort, mit der Möglichkeit auch mal ein bisschen leichtes Offroad zu fahren, also auf Schotterwegen. Gutes Gepäcksystem, der hat die Möglichkeit, Koffer hinten dran zu machen und einen Topcase. Ein bisschen Vorteil gegenüber dem BMW, hier funktioniert das nicht. Hier könnte man vielleicht mit Packtaschen arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorteil von dem Honda. Zwei Nachteile hat er allerdings. Er kostet noch mal eine Schippe mehr. Also der läge dann bei der Ausstattung, wie ich ihn gerne gehabt hätte, ich glaube bei 17.000 Euro. Das ist dann schon für einen Roller eine ganze Menge. Und das Zweite war die Verfügbarkeit. Denn momentan, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, bei vielen Auto- und Motorradherstellern sind die Lieferketten irgendwie gestört und man kriegt nichts bestellt. Also ich war bei Honda, habe gesagt, ich hätte ihn gerne mal Probe gefahren. Sagen sie, wir haben gar keinen da, geht nicht. Das wäre natürlich auch interessant, bevor man sowas kauft, für so viel Geld erstmal Probe zu fahren. Das Zweite war, sie sind nicht lieferbar. Er sagte, komm mal nächstes Jahr wieder, dann können wir dir sagen, wann wir ihn dir eventuell liefern können. Also kurzfristig überhaupt nichts, schätzungsweise Mitte nächsten Jahres. Das fand ich dann ein bisschen spät, weil Mitte 2023, ich weiß nicht, ob ihr so lange warten wollt auf die Tourvideos. Ich will auf jeden Fall im Frühjahr spätestens wieder los. Vielleicht mache ich jetzt im Herbst noch eine schöne Tour mit Neo. Und das war mir dann einfach zu lange hin. Mit der Vespa könnte ich es natürlich auch machen. Wir sind ja jetzt gerade nach Köln gefahren in der Gruppe mit den Wespen. Das ging super. Aber wenn man so ein BMW mal auf der Tour gefahren ist, den Komfort möchte ich nicht missen. Da sind halt viele Vorteile gegenüber einer Vespa. Die Vespa super top für die Stadt. Ich werde sicherlich auch mal kürzere Reisen damit noch machen. Aber ich glaube, für die ganz langen Touren wird es dann wahrscheinlich doch Neo werden. Einfach aufgrund des Fahrkomforts, der Ausstattung, größere Reichweite, Bequemlichkeit für mich. Ich bin halt relativ lang und sitze halt auf dem hier immer ein bisschen bequemer. Habe hier verschiedene Möglichkeiten, das kann ich euch ja mal zeigen, zu sitzen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man kann einmal halt relativ gerade sitzen, man kann die Füße ein bisschen nach hinten machen, man kann sie so leicht nach vorne stellen, dass sie so ein bisschen angewinkelt sind. Und man kann sie richtig nach vorne stellen. Wenn man jetzt so den Beinwinkel sieht, bei meinen langen Beinen ist das super bequem. Dazu geheizte Sitzbank, geheizte Griffe. Alles natürlich Dinge, die so auf Touren sehr, sehr angenehm sind. Das sind also die Gründe, warum es jetzt doch wieder Neo geworden ist. Jetzt schaffe ich hoffentlich mal mehr als 3600 Kilometer. Und freue mich schon sehr auf die nächsten Touren. Ich nehme euch da natürlich wieder mit. Und ich zeige euch jetzt vielleicht mal noch so 2, 3 Sachen, die ich schon angebaut habe und in welchem Umbauzustand sich Neo jetzt befindet. Das ist jetzt noch nicht final, da kommen für die Touren noch ein paar andere Sachen. Aber das ist zumindest erstmal so der erste Step. Ja, so sieht Neo also jetzt aus in Version 2, also Neo 2. Ich habe ihn ein bisschen abgeändert, damit man ihn vom ersten unterscheiden kann. Habe momentan jetzt wieder das Shut-Top-Case drauf. Die Gepäckbrücke hinten, die habe ich glücklicherweise retten können. Das heißt, die ist noch von meinem alten Neo. Die hat es wirklich überlebt. Auch das Topcase, muss ich sagen, was ich drauf hatte von Givi, keine Probleme. Das hielt selbst nach dem Unfall. Das war, glaube ich, das Einzige, was nicht beschädigt war. Also Topcase, Gepäckbrücke hat alles super gehalten. Die konnte ich also wieder anbauen. Dann, gut, die Sturzbügel, die sind natürlich jetzt neu. Die haben es nicht überlebt, beide Seiten nicht.
auch wieder Zusatzscheinwerfer vorne dran. Da gehe ich in einem separaten Video nochmal drauf ein, welche das sind. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mit Zierstreifen vorne gearbeitet. Die Scheibe, die dran ist, ist jetzt momentan die Original BMW-Scheibe, allerdings die hohe Version. Denn die hier ist, glaube ich, oben hier um die 4 cm höher als die normale, was bei meiner Größe ganz hilfreich ist. Sie ist natürlich ein bisschen schmaler und sportiver als die ich vorher dran hatte. Aber durchaus in Ordnung, hält den Wind gut ab. Sieht ein bisschen sportlicher aus als diese ganz großen Scheiben. Und ja, für die Reisen muss ich mal schauen. Ich hatte letztes Mal ja diese etwas breitere dran. Ich habe jetzt noch eine ganz hohe, die ist super, da guckt man durch die Scheibe durch. Das ist für die Touren vielleicht auch interessant. Ich muss halt immer so ein bisschen ans Filmen denken, damit ihr auch anständig was seht. Das hat beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen gestört. Da war so dieser Windabweiser mit dem kleinen Aufsatz oben und da war in der Mitte hier oben an der Scheibe so eine kleine Halterung dafür, die oftmals im Bild war. Das habe ich dann nachher gesehen. Das war jetzt nicht so schön. Das muss ich noch ändern. Ansonsten auch die Schalter vom alten übernommen. USB ist wieder da. Der Schalter für die Nebelscheinwerfer. Spiegelverbreitung auch wieder dran. Ja, ansonsten alles beim Alten, nur wieder in neu. Alles sieht wieder schick aus. Ja, das war es jetzt mit der Vorstellung von Neo 2, dem Nachfolger meines BMW C400 GT, der leider in Frankreich etwas Federn gelassen hat. Ich bin bisher sehr zufrieden, fährt auch wieder super. Ich mache jetzt erstmal die ersten 1000 Kilometer voll, um den Roller zur Inspektion zu bringen. Danach plane ich dann meine Touren und habe auch schon ein paar ganz schöne Ziele mir ausgedacht. Vielleicht sogar jetzt im Herbst nochmal. Man muss ein bisschen gucken, wie das Wetter jetzt aussieht. Ich fahre das ganze Jahr, aber eine Tour im Winter möchte ich nicht unbedingt machen. Von daher erstmal die Inspektion abwarten und dann gucken, wie das Wetter ist. Aber auf jeden Fall im Frühjahr geht es dann auf die ersten längeren Touren. Und da habe ich auch ein paar ganz gute Ideen schon, wo es hingeht. Ja, und wenn euch das Video heute gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig, macht's gut, bis dann, ciao.